Vielleicht die beste Espressomaschine unter 1000 Euro. Das war das Fazit unseres ausführlichen Tests vor gut 3 Jahren. Nun hat Profitec nachgelegt mit der Version 2.0. Sie haben noch mal ein paar Sachen überarbeitet, auch ein paar Sachen, die wir angemerkt haben. Und ja, jetzt steht sie hier, kommt jetzt gerade aktuell auf den Markt und ersetzt das Vorgängermodell. Und was die Maschine kann, das erfahrt ihr in diesem Video. Hier stehen wir mit der wunderschönen gelben Variante. Endlich mal wieder ein Farbtüpfelchen bei uns. Und ich finde, dieses Tüpfelchen Farbe macht in vielen Küchen eine gute Figur. Nicht nur wegen der Farbe, sondern weil diese Maschine hat uns ja überzeugt damals, als wir sie angeschaut haben. Wir hatten eine schnelle Aufheizzeit. Wir sind damals bei 7,5 Minuten gelandet. Wir hatten eine gute Temperaturkonstanz, sowieso eine Wertigkeit. Es ist echt eine Profitec und das Ganze für unter 1000 Euro schon damals, teilweise gab es die für unter 900 Euro. Das ist schon ja eine Ansage für einen Hersteller, der einfach so hochwertig baut. Und jetzt haben sie ja gesagt, sie machen nochmal einen Schritt. Das ist ein erfolgreiches Modell. Es funktioniert, es ist interessant. Lass uns noch mal was machen. Und gleichzeitig ordnen wir die Maschine in unser Testprotokoll ein. Das heißt, ihr könnt sie auch ein bisschen vergleichen gegen andere Maschinen, gegen teurere, gegen günstigere. Und ihr erfahrt hier alles, was ihr über die Profitec Go V2 erfahren müsst. Und dafür haben wir unter anderem den lieben Michel hier an meiner Seite. Michel, was ist los? Was ist gegangen? Was passiert? Also das, was wahrscheinlich optisch als erstes auffällt, ist dieses riesige Display hier unten. Das ist gewichen und wurde durch dieses OLED-typische ECM Profitec Display ersetzt mit den 2 Knöpfen. Das macht schon mal optisch ein bisschen was her. Und dann ist dieser krasse Druckknopf, kannst du dich noch erinnern, den du so gefühlt 1 Zentimeter in die Maschine reindrücken musst, wahrscheinlich ist es etwa 1 Zentimeter, der ist gewichen und 2 Programmiermöglichkeiten haben den ersetzt. Also 2 neue Knöpfe, ja. Ein bisschen eleganter. Ja. Die fühlen sich wirklich gut an, die werden auch nicht heiß, was wir ja auch schon festgestellt haben, sondern die haben durchaus was Edles, ne? Ja. Das hat sich geändert. Und dann hat sich aber natürlich auch noch ein bisschen was geändert, so an sonstigen Funktionen. Willst du uns das auch zusammenfassen? Absolut. Durch das neue Display und dementsprechend die neue Software sind auch diese Funktionen dieser Software verfügbar. Das heißt, wir haben eine automatische Ab- und Anschaltzeit. Es gibt ein Last Shot. Danke. Danke für das. Das heißt, letzter Shot wird noch beendet, solange er nicht unglaublich viel Milliliter braucht. Sind, glaube ich, 80, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann müsst ihr erst Wasser auffüllen. Der wird nicht unterbrochen. Das ist so nervig. Und dann habt ihr ein automatisches Befüllen des Boilers nach dem Schäumen. Das heißt, wenn ihr geschäumt habt, geht ja die Temperatur, ist ein Einkreiser, können wir nachher noch ein bisschen was dazu erzählen, geht die Temperatur des Boilers hoch und wenn ihr fertig geschäumt habt, dann füllt die Maschine automatisch den Boiler mit kaltem Wasser, dass dieser direkt wieder runterkommt und wieder sich stabilisieren kann. Ja. Dann habt ihr ein Reinigungsprogramm, was auch einfach bei der Software mit dabei ist. Und zu guter Letzt, was bei der Software mit dabei ist, ist die Präinfusion. Also ihr könnt so eine Vorbenetzung programmieren, die bei der Vibrationspumpe nicht unbedingt wahnsinnig wichtig ist, aber ihr könnt, lassen wir es mal so stehen. Ja, ist eine weitere Funktion, eine Spielmöglichkeit. Und jetzt redest du immer von der Software, die man von irgendwo genommen hat. Was bedeutet das? Das ist einfach die gleiche Software, die sonst von den Profitec-Modellen, die teurer sind, einfach hier einmal mitkommt mit dem neuen Display. Praktisch, oder? Also da profitiert man von den Entwicklungen. Das sehen wir ja oft auch bei größeren Unternehmen, dass sie dann eben das machen können. Und ja, Profitec ECM, die haben mittlerweile einfach auch einen Fuhrpark an Maschinen und ich glaube, sie feiern dieses Jahr sogar Jubiläum. Ah. Ja, also die haben mittlerweile einfach viel Erfahrung. Und das merkt man jetzt auch an der Maschine. Schön. So, das sind die wesentlichen Änderungen. Die Frage ist natürlich, funktioniert die Maschine noch ganz genauso, wie würden wir sie heute einordnen? Deswegen machen wir da nochmal einen Schnelldurchflug, Michel. Sollen wir, jetzt haben wir ja schon ein bisschen über das Allgemeine gesprochen, einfach mit einem Espresso beginnen? Das ist ja das Herz einer Espressomaschine. Und dann reden wir über das Espresso-Potenzial, dann reden wir über die Temperatur. Den Stromverbrauch sollten wir uns anschauen. Der war damals exzellent. Vielleicht braucht ihr so eine neue Software auch mehr Strom, wer weiß. Und dann interessiert mich natürlich, ob sie genauso schnell heiß ist. Aber vielleicht ein guter Espresso zum Start mit der Profitec Go V2.
Ja, Siebträger tropft. Schade. Sonst wäre es ein schöner Shot geworden. Was tropft denn da der Siebträger? Ja, ich habe den Siebträger ein bisschen zu wenig zugezogen, aber der wird trotzdem gut. Ich erinnere mich an das erste Video, da haben wir dann eine Wasserwaage rausgeholt, weil der Tisch nicht gerade stand. Stimmt. Da hast du behauptet, der Espresso sei voller in der einen Tasse und es war auch so. Und jetzt tropfst aber einfach du. Ja, aber ich glaube, nur in meiner Tasse sind 2 Tropfen Wasser gelandet. In deiner ist nur Kaffee. Und du hast doch etwas nicht gesagt. Wieso kommt denn da jetzt die richtige Menge raus? Da kommt nicht die richtige Menge mal raus. Ah, du hast gemessen. Okay. Cool. Was cool. Trinken wir. Wie, da kommt nicht die richtige Menge raus. Du hast ein Update nicht genannt, nämlich eine Zeitsteuerung. Richtig. Und ich habe die Zeit auf 27 Sekunden programmiert, Ja. also es ist so, es ist eine zeitgesteuerte Volumetrik. Volumetrik heißt die Menge, die rausläuft, ist normalerweise eine Wassermenge, die man fixieren kann. Bei dieser Maschine ist es eine Zeit. Und weil Compadre, den wir jetzt gerade trinken, für mich so in dem Bereich zwischen 24 und 27 am balanciertesten ist, habe ich den oberen Wert genommen, damit ich ihn früher stoppen könnte. Ich ziehe ihn aber von 18 auf, was habe ich jetzt, rund 42. Das war jetzt das Getränkeverhältnis und ich habe ihn jetzt nicht gestoppt, weil ich wusste, sie stoppt bei 27 automatisch und das passt, um das Getränkeverhältnis zu erreichen. Wenn das jetzt ein bisschen schneller gelaufen wäre, hätte ich ihn bei 25 gestoppt und nicht nach der Zeit. Also, was du uns sagen willst, ist, die Maschine stoppt einfach nach einer Zeit, nicht nach einer bestimmten Wassermenge. Und du bist jetzt an den... Ich finde ihn nicht gut. Wirklich nicht? Ne? Aber ich wollte jetzt noch kurz den Gedanken zu Ende führen. Warum denn Ich nicht? würde dich auch bitten, gleich noch einzumachen. Ich glaube, ich habe irgendwelche Wasserprobleme. Ich finde ihn extrem bitter. Meiner ist lecker. Siehst du? Da war bestimmt irgendwas komisch gerade. Egal. Zeitsteuerung. Ja. So, das heißt, sie gibt euch einfach stur, konsequent 27 Sekunden oder 30 Sekunden Zeit. Und ich finde jetzt 27 eine mutige Ansage von dir zu sagen, ich nehme die obere Grenze, weil der bricht dann einfach ab. Im Zweifelsfall bricht der einfach ab. Genau, aber darum nehme ich das Oberste, damit ich ihn vorher stoppen könnte, weil ich sowieso immer mit Waage arbeite. Wenn ich den auf 25 setze, dann aber erst bei einem Getränkeverhältnis von vielleicht 35 in der Tasse bin, dann killt er mir meinen Shot, wäre aber 2 Sekunden später Wenn du besser aber jetzt bei 27 Sekunden nur bei 30 Gramm in der Tasse bist, dann hättest du vielleicht gerne die anderen 12 Gramm noch. Ah, du hättest eher auf 30 gesetzt oder Ja, so. also wenn ich super sicher bin mit der Mahlgradeinstellung, schon mehrere Shots und so weiter gezogen habe, dann kann ich das sehen, dass man das obere Ende wählt. Ja. Ansonsten finde ich, weil ich diese Funktion begrenzt sinnvoll finde, gehe ich lieber in eine längere Extraktionszeit und nehme sie quasi als sozusagen Not-Off. Weißt du? Ich glaube, das haben wir schon mal in einem Video besprochen. Ich glaube, so diesen Moment. Die Not-Off, ja. Der Not-Off. Wenn ihr an der Kaffeemaschine steht und vielleicht ein Kind schreit und umgefallen ist und der Shot läuft schon, dann könntet ihr dem Kind helfen und der Kaffee ist trotzdem noch trinkbar, weil er nach 30 Sekunden Ja, und vor allem läuft die Maschine nicht ewig. Wobei so ein richtiges Not-Off gibt's immer noch. Ne? Die meisten laufen ja irgendwie eine Minute oder so und gehen dann irgendwann aus. Danke, dass du noch einen Espresso machst. Willst du meinen probieren? Einfach so als... Siehst du? Nimm den letzten Schluck, ist wirklich krass. Ja, Meiner ist viel besser. ja. Okay, ich mach den frischen. Danke. Also, es liegt wahrscheinlich nicht an der Maschine, dass der Espresso jetzt nicht geschmeckt hat. Ich meine, es ist Wasser oben drüber gelaufen. Ne? Du weißt nie, was da für eine Extraktion passiert. Ja. Und ich finde deinen jetzt okay. Ich finde den jetzt auch nicht überragend. Ich finde, er hat im Nachgeschmack schon was recht Bitteres. Aber Aber ist viel besser als deiner. ja, wir machen noch einen Espresso. Zumal du darfst dann noch einen zweiten trinken, ist ja auch geil. Wir haben jetzt schon die Volumetrik-Funktion besprochen, die eigentlich eine Zeitsteuerung ist. Das ist ein Update der Maschine. Und ich finde schon, das ist ein cooles Update. Ja. Es ist trotzdem keine saubere Volumetrik. Ne? Aus meiner Sicht musst du immer noch,
wenn du wirklich sicher gehen willst, dass der Bezug richtig gut passt, eine Waage drunter stellen. Absolut, absolut. Ich finde es nur spannend, ich würde mir jetzt vielleicht auf der einen Taste einfach 3 Sekunden programmieren, dass das meine Spültaste ist. Da kann ich drücken, kann Kaffee weitermachen und es stoppt automatisch. Das ist für mich so der einzige kleine Mehrwert, den ich dann sehe. Sonst wird es stressig. So, Ja, ich habe richtig zugezogen. Der kommt gut. Siehst du, den muss ich jetzt unterbrechen. ja, Der wird mir sonst zu voll. in 27 Sekunden. In 27 Sekunden. Sehr gut. Und das haben wir möglich gemacht, weil wir eine Waage drunter gestellt haben, mit der haben wir kontrolliert, was die Kaffee-Out-Menge ist. Das machen wir bei FAEMA E61 Brühgruppen so. Und das machen wir bei Espressomaschinen, die keine echte Volumetrik haben. Das heißt, wenn Sie in Anführungsstrichen nur eine Zeitsteuerung haben, dann machen wir das eigentlich immer. Eine Zeitsteuerung kann euch soliden Kaffee geben. Hast du meinen schon gerührt? Ja. Ja, danke dir. Kann euch einen guten, soliden Kaffee geben. Der kann total passen, aber wenn irgendwas anders ist, dann schießt ihr halt manchmal über das Ziel hinaus und habt dann nicht die gleiche Kaffee-Out-Menge, weil ja die Menge nicht gesteuert wird, sondern nur die Zeit. Jetzt So. ist er schon massiv besser. Ist jetzt eine andere Liga. Jetzt haben wir eine andere Cremigkeit, jetzt haben wir eine andere... Der Kaffee hat jetzt einfach seinen Geschmack. Ja, Das und ist vor allem hat er Süße, ist schön. Der wäre jetzt für mich zeitlich an der unteren Grenze, 23, 24. Compadre ist so unsere Interpretation eines italienischen Kaffees, sehr zugänglich, sehr voluminös, sehr kakaoig, schokoladig, dicht. Und ich brühe den so bei einem Getränkeverhältnis 18 bis 19 im Siebträger, je nachdem, was für ein Sieb das ihr habt. 40, 42 in der Tasse als doppelter Espresso in zwischen 3, 24 und 27 Sekunden. Da finde ich ihn mega schön. Und da ist er jetzt auch. Und die Maschine liefert alles, was wir dafür brauchen. Und zwar liefert sie das zügig. Und Ja. das ist wirklich toll. Also, wir geben der Espresso-Maschine eine Aufheizzeit von 8 Minuten. Das ist sehr schnell. Das geht aufgrund des kleinen Boilers Ja. und das geht aufgrund einer intelligenten Schnellheitsfunktion. Ja. Die hat damals Profitec auf den Markt gebracht. Auch ein bisschen einen Ansatz revolutioniert, indem sie gesagt haben, wir können ja einfach auf eine höhere Temperatur Ja. zielen und dann runterspülen. Kannst du uns das erklären? Was Ja. bedeutet das? Also die Maschine geht eigentlich in den Dampfbereich rein, also heizt alles rundherum auch oder überheizt eigentlich alles rundherum und zeigt euch nach rund 5 bis 6 Minuten an, dass ihr spülen müsst. Und dann, Weil ihr zu heiß seid. genau. Und dann könnt ihr mit diesem Spülshot, der dauert 10 Sekunden, kommt ihr dann wieder runter, könnt aber gleichzeitig den noch nicht ganz durchgeheizten Siebträger, den könnt ihr einfach eingespannt lassen, einmal so durchheizen. Und das ist wirklich cool und es funktioniert relativ gut mit 1, 2 Hacks, die Andrea und wir herausgefunden haben, die das nochmal ein bisschen beschleunigen können, aber das funktioniert schon mal solide. Ja, ein bisschen ist die Schwierigkeit, macht man den Spülschott durch den Siebträger, solltet ihr, damit es wirklich heiß wird aus unserer Sicht. Und dann ist die Frage, wann wird die Temperatur auch wirklich stabil? Und welche Temperatur wählt ihr eigentlich? Geht ihr auf 93, geht ihr auf 92, geht ihr auf 94? So, wir haben einiges rumexperimentiert. Wir würden schon sagen, dass es die Maschine auch spannend wird, wenn sie sich dann mal in der Temperatur stabilisiert. Und das würden wir sagen, ist eher nach 10 Minuten. Ja. Aber mit dieser Methodik von Profitec könnt ihr nach 8 Minuten, nach 7,5 Minuten einen guten Espresso machen. Ihr müsst wirklich ausreichend über den Espresso, über den Siebträger spülen. Lieber ein bisschen zu viel spülen. Lieber vielleicht sogar einen ganzen Bezug dadurch machen. Dann ist der Siebträger wirklich heiß und dann habt ihr diese Zieltemperatur beim ersten Bezug von 92 Grad. Und das ist cool. Ja. So, und dann lass uns über die weiteren Bezüge sprechen, wie denn die sind und auch über ein winzig kleines Offset, was wir jetzt in unserem Fall hatten. In unserem Kaffeemacherprotokoll eben mit diesen 8 Minuten Aufheizzeit. Es ist eigentlich so, dass ihr die erste Brühung bei eingestellten 93 Grad, die ist so haarscharf an der Grenze, aber solide. Die kann man schon mal genießen. Und dann hat die Maschine... Nach unten. Nach An unten, der genau. Temperatur. Also so 91, 92.
Und das dann, liegt aber wirklich nur am Siebträger, ne? Also Ja. wenn ihr die verwendet, um, wie ich das gerade gesagt habe, den Siebträger aufzuwärmen, ohne Probleme. Wenn ihr da einen ganzen Bezug durchmacht, dann ist der warm genug. Genau, und wenn ihr dann aber in diesem Abstand von 1 Minute, wie wir die Brühung machen, 5 Stück davon immer eine Brühung macht, dann macht die Maschine relativ schnell einen Schritt in den Bereich von über 94, 94,5, 94,6 und bleibt irgendwie so ein bisschen da stehen bei den restlichen Shots. Und das ist einfach haarscharf an der oberen Grenze der Brühtemperatur. Ja, also ich würde jetzt hier sogar sagen, da lohnt sich eine kleine Offset-Korrektur. Ja. Einen Grad runter, weil ich glaube, sie zielt einfach jetzt immer einen Grad zu heiß. Ne? Ja. Und ja, damit wäre sie dann wahrscheinlich stabiler in dieser 93er Range. Das könnt ihr übrigens hier einstellen. Man kann eine Offset-Korrektur vornehmen. In unserem Fall würden wir jetzt hier einen Grad runterstellen, dass sie dann immer so um die 93 Grad regelt. Und dann ändert sich jetzt da nicht viel an der Performance. Spannend war dann, wenn wir aufs WBC schauen. WBC-Temperaturprotokoll ist eigentlich gedacht für World Barista Championship, also Weltmeisterschaftsmaschinen, 2-, 3-gruppige Gastromaschinen, die riesige Boiler haben, Multi-Boiler-Systeme und. Das haben wir hier auch bei dem kleinen Einkreiser angewendet und das war erstaunlich gut. Ja, schon damals bei unserem ersten Test und jetzt erneut. Ist wirklich eine tolle Konstanz, die wir da sehen. Also erstaunlich. Ne? Ihr könnt jetzt damit nicht automatisch ein Catering machen, weil ihr habt ein paar Herausforderungen. Wir kommen ja noch zum Milchschäumen. Wir sind ja bei einem Einkreiser. Aber das ist schon eine coole Geschichte, wie konstant die Maschine ist. Also Temperatur ist wirklich top. Das erreicht sie, was sie erreichen soll und was ein Einkreiser in dem Bereich auch kann. Und mit diesem trotz des kleinen Boilers einfach stabil. Und jetzt haben wir gerade über 92, 93, 94 Grad gesprochen. Das ist ja ein Fenster von insgesamt 2 Grad. Ja, und Da viele andere Espressomaschinen, viel teurere Espressomaschinen, viel mehr gehypte Maschinen haben Schwierigkeiten, hängen dann bei 91 Grad rum oder schießen dann doch mal in die 95 Grad rein. Also da muss ich sagen, deswegen finde ich die Maschine auch so cool, weil sie doch dann natürlich fast 1000 Euro, aber dafür doch so sicher und solide performt und ihr könnt durch diesen Hack mit dem Spülen auch schneller aufheizen. Ihr müsst das natürlich nicht. Ihr könnt das auch ausmachen oder einfach in 10 Minuten easy peasy die Maschine auch aufheizen. Und ich finde auch einfach, wenn ich mir jetzt vorstelle, die steht in der WG, die steht bei einer Familie zu Hause, irgendwo größerer Haushalt und da ist irgendwie ein Geburtstag und das sind 20 Menschen. Du kannst für die 20 Menschen Espresso-Shots machen und alle sind gut. Ja. Und das ist für einen Einkreiser unter 1000 Euro herausragend. Ja, auf jeden Fall. So, das ist cool und übrigens, man kann sich auch einfach anlassen, weil der Stromverbrauch so gering ist. Durch diesen kleinen Boiler habt ihr wirklich wenig Stromverbrauch. Ich glaube, wir sind bei 0,88, 0,088 ja. Für Aufheizen und einen Espresso. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Ja. Ja. Schöne Geschichte. So, jetzt sollten wir aber darüber sprechen, dass du die 20 Leute nicht mit Cappuccino bedienen willst, weil wir einen Einkreiser haben und ein Einkreiser hat immer ja auch so eine Eigenheit, nämlich halt nur einen Boiler und der steht für den Espresso auf rund 93 Grad. Wenn wir aber schäumen wollen, dann fahren wir den hoch. Ja. Wie funktioniert das? Ihr brüht den Espresso, brüht den bei 93 Grad plus minus und dann macht ihr einmal die rechte Taste einfach lange gedrückt halten, dann gehen wir automatisch in den Steam-Modus und dann heizt die Maschine hoch in den Dampfbereich und dann könnt ihr schäumen. Ich glaube, wenn die 20 Menschen alle Cappuccino nehmen würden, würde ich mir einen separaten Schäumer für den Tag ausleihen, weil dieses Hin und Her, vielleicht macht man dann 6 Shots, also 6 Tasten vorbereiten für Cappuccino und schäumt dann für 6 und wartet dann wieder. Das könnte ich mir vorstellen, aber dann seid ihr wahrscheinlich eine halbe Stunde mit Kaffee machen beschäftigt. Ja, genau, das ist so eine Eigenheit, diese Geschichte, dass man hoch und runter muss mit den Temperaturen und dann auch wieder vor allem runter muss. Da gibt es noch einen kleinen Hack, das zeigen wir euch gleich. Bevor wir aber in das Schäumen reingehen, komm, lass uns noch mal ganz kurz darüber sprechen, wie schätzen wir jetzt die Wertigkeit der Maschine ein und die Bedienbarkeit. Als erstes die Wertigkeit. Findest du noch scharfe Kanten? Ich finde nicht so krass viele, also wenn ich jetzt hier reinfasse oder diese Kanten, die sind gebrochen. Das ist nicht scharf, so dass ich mir weh tue. Das ist wirklich so für, wenn ihr vielleicht das erste Video von uns guckt und vielleicht mal in ein älteres Video von uns reinguckt. Wir haben uns früher an älteren Maschinen, und damit meine ich vor 3 Jahren, regelmäßig die Finger geschnitten. Ich habe hier noch Narben. Wirklich, also das
ist ein Thema nach wie vor. Heute noch kommen Menschen zu uns in Kurse und sagen, ich habe mich an meiner Kaffeemaschine geschnitten. Wo ich mir so denke, die kostet 2, 3, 4, 5.000 Euro und ihr könnt nicht mal Kanten brechen. Das hat hier einen Vorteil, das hier ist alles gebogen, ist lackiert. Da kann ich mir nicht wehtun, auch der Deckel. Da könnte ich jetzt irgendwo hier, auch selbst hier unten, fühlt sich das gut an. Ich finde es einfach, weil es komplett aus Metall... Ich habe noch was gefunden. Oh, das ist eine, ja, aber die andere Seite ist besser. Ja. Die haben gedacht, ich glaube, die haben das extra auf deiner Seite. Wir wissen ja, wo wir im Filmstudio stehen. Profitec hat sich gedacht, Michels Seite machen wir sauber. Mal gucken, ob der Benjamin es auch merkt. Ja, meine ist so... Aber es ist so... Ich würde sagen, es ist schon eher scharf im Verhältnis zum Rest. Ja. Aber es ist nicht scharf im Verhältnis zu dem, was wir früher haben. Das sind die gesuchten. Aber Ja. die haben wir zumindest jetzt gefunden. Nein, es ist super. Es ist schön, wie es verarbeitet ist. Es ist von innen schön verarbeitet. Wir haben keine auffälligen Spaltmaße. Es ist eine schicke, gute, wertige Maschine. Wenn man reinguckt von draußen, die Maschine ist gemacht, um zu überdauern. Ja. So, deswegen Wertigkeit top. Ja. Nun Bedienbarkeit. Ja, auch das ist solide. Das ist gut. Es ist so, eben, es hat ein paar Sachen, die einem helfen mit irgendwelchen eben, automatischen Einstellmöglichkeiten. Es fühlt sich gut an, das einzuspannen. Die Maschine rückt nicht weg, wenn ich den Siebträger einspanne. Die hält auch gut. Die Tropfschale ist mit fast 1 Liter, wir sind bei 940 Milliliter, für eine Maschine, die nur 21 Zentimeter breit ist, ganz schön groß. Das sind die Dinge, die dir gefallen, ne? Das finde ich so. Ja, mach mal bei 20 Zentimeter fast 1 Liter Tropfschale. Ich weiß noch, was dir gefällt. Was Kannst du über die Reinigung sprechen? Ja, Reinigungsprogramm. Das ist ja Wahnsinn. Oder? Es ist ja... Aber das ist auch Such wieder... das mal bei einer FAEMA für 2.500 Franken. Wir können eins kurz diskutieren. Weißt du, was der größte Vorteil einer zeitgesteuerten Volumetrik ist? Das Reinigungsprogramm. Richtig. Es gibt ein Reinigungsprogramm. Geil. So, genau, und das macht wirklich Spaß. Und wenn wir bei der Bedienung sind, würde ich das gerade noch einfließen lassen. Ihr habt, und danke dafür ECM und Profitec, das finde ich wirklich was, das kam vor 2, 3 Jahren oder so vielleicht ist es auch ein bisschen länger her. Das ist ein Brita Intensa Steckfilter. Ihr habt einen Einsatz im Wassertank bei allen Profitec-Maschinen und bei älteren kann man das bei vielen nachrüsten, meines Wissens nach, wo ihr einfach diesen Filter einsetzen könnt. Der filtert euer Wasser, eine Entkarbonisierung, leckeres Kaffeewasser, schützt eure Maschine, einmal im Monat tauschen, fertig. Geil. Ja, keine Gedanken mehr darüber, muss ich mir jetzt Flaschenwasser kaufen? Wie viel nimmt mein Wasserfilter raus? Also der Tischwasserfilter. Muss ich 3-mal vielleicht filtern, damit ich mein hartes Wasser da auf die richtige Größe bringe? Sondern ein solider Filter, der funktioniert. Haben wir getestet. Gibt es ein Video zu, gibt es einen Artikel zu. Und dieser Filter gehörte zu den guten in unserem Test. Und deswegen können wir das auch empfehlen. Das hast du schon gesagt? Ja, Pumpenregulierung oben. Es ist trotzdem schön. Ist für Bedienbarkeit schön. Ja. Wenn man die Pumpe anders einstellen will, dann kann man das jetzt hier ohne einen großen Griff machen, Ja, oder? absolut. Ist eigentlich eine Direktübertragung aufs Expansionsventil. Das, was halt überschüssiger Druck ist, wird so entlastet oder geht dann wieder hinter die Pumpe. Ist eine Vibrationspumpe drin. Sowieso extraktionsfreundlich, macht euch leckere Shots. Ja, und macht eine Vibration bzw. Lautstärke von rund 60 Dezibel. Das ist auch günstig, nicht günstig, das ist gering, also es ist nicht so viel. Ja. So, das ist angenehm, Ja. es ist nicht laut, außer ihr habt die halt nebeneinander stehen, dann scheppert es, aber das ist bei allen Pumpen so, das hatten wir eben auch gerade bei unserem Shot, dann einfach sauber die nochmal hinstellen. Ja. Jetzt würde mich schon noch interessieren, wie stellt der Andrea da die 6 Tassen hin? Das frage ich mich also zum Kontext dazu. Es gibt eine Wertung über Volumentauglichkeit. Kann eine Maschine auch für Catering genutzt werden oder Kleincatering oder ein größeres Familienfest? Und eine Kategorie da drauf ist, ihr müsst mindestens 6 Tassen oben drauf stellen können auf der ersten Linie. Jetzt. Ja, das passt nicht. Das passt nicht, da passen 4. Also Espresso-Tassen. Ja, aber selbst die Espresso-Tasse. Oder der stellt die hinten auf den Tropf. Vielleicht hat er das mitgerechnet.
Okay, also eigentlich können wir es noch gar nicht abschließen, diesen Bereich mit der Volumen-Catering-Geschichte, aber wir können ja jetzt schon sagen, oder haben das ja schon angedeutet, das Einkreiserprinzip verunmöglicht, dass ihr viele Cappuccini oder Latte Macchiatos oder was auch immer hintereinander machen könnt. Deswegen ist das nicht gut geeignet, um viel Kaffee zu machen und deswegen nur ist die Espresso. Catering-Fähigkeit, also dieses, ich will viel Kaffee machen für viele Leute, Einkreiser sind dafür nicht gemacht. Also das ist das Gegenargument gegen Einkreiser. Ja. Wenn das für euch ein wichtiges Kriterium ist, dann kauft euch eine andere Maschine oder zwei Maschinen. Eine steht immer um Schäumen und die andere auch nicht. Nee, es gibt ja mittlerweile, also wir haben auch einen Schäumer, es gibt einen separaten Schäumer, den man testen kann. Ihr könnt auch so ein Standalone Stehschäumer oder so. Das ja, wobei das finde ich für 2 Minuten auch nicht wirklich praktikabel, wenn ihr da 2-3 Minuten diesen Stehschäumer... Das stimmt. Aber der Morning Dream zum Beispiel, das wäre jetzt zum Beispiel eine Lösung für einen Großeinsatz. Ja, also dann lass uns doch den kleinen Einsatz erstmal machen, und zwar Cappuccino für uns beide. Und nachher sprechen wir über Tools. Das machen wir dann auch noch. Wir wollen jetzt schäumen. Das heißt, wir drücken hier ein paar Sekunden drauf. Zack. Und jetzt lassen wir die Maschine mal hochheizen. Da kommt dann ordentlich Wasser. Das müsst ihr auf jeden Fall wegspülen. Da kommt dann aber auch ordentlich Dampf. So, und jetzt das ausschaltet, dann pumpt sie Wasser in den Boiler, um ihn abzukühlen. So viele Frühlingsgefühle und so viele Pflanzen. Mhm. Dabei ist Tulpenzeit schon vorbei. Stimmt auch wieder. Egal, wir wollen ja über das Schäumen sprechen, Mische. Das ging flotti. Ja, es sind trotzdem 60 Sekunden Schäumzeit für den Test, den wir einmal machen, wo wir Milch einmal auf 60 Grad erhitzen. Ja, das ist schon eher lange. Also nicht flotti. Nein, das ist nicht flotti. Das Aufheizen ist so bei rund 30 Sekunden. Das ist okay. Also dieses auf die 120 Grad gehen, also quasi von 136, 137. Okay, also auf die 136 Grad gehen, also von Espresso-Modus in Milchschaum-Modus. Ja. Und dann müsst ihr ordentlich spülen, also wirklich darum, dieses Loch hier in der Tropfschale bei der Dampfpflanze ist wirklich sinnvoll, weil ihr habt 25 Milliliter Wasser, was da rauskommt, das wirklich bitte wegspülen, nicht in eure Milch reinmachen, sonst verwässert ihr wirklich eure Milch sensorisch absolut schmeckbar, das ist viel. Und nachher ist das Schäumen so, wir haben ja da von der Bewertung her, sagen wir eigentlich, je mehr, dass ihr eine Kanne neigen müsst, desto mehr müsst ihr eigentlich Drall beim Schäumen erzeugen, dass diese Zirkulation entsteht. Und je mehr, dass ihr da selbst tun müsst, desto weniger Leistung oder Druck hat die Maschine. Und die ist jetzt so in einem Zwischenbereich, finde ich. Ich muss es schon ein bisschen neigen, aber ich muss es nicht wie bei sehr, sehr günstigen Kaffeemaschinen, die fast keine Leistung haben, wo du die Kanne fast schon horizontal halten musst. Ja, ich würde mir ein bisschen mehr Leistung wünschen. Ich finde es aber auch voll okay. Ich kann einwandfrei guten Milchschaum machen.
Ja, und dann pumpt sie nachher eben kaltes Wasser in den Boiler, um dann wieder sich runterzukühlen. Ja, und also das möchte ich kurz betonen. Das finde ich ja das Coolste als Funktion. Das ist ja auch neu und deswegen ist es wichtig und zentral jetzt zu sagen, wir haben die gleiche Milchschäum-Performance wie damals. Ja. Die ist solide, so, das passt. Ihr seid dann durch mit dem Cappuccino in gut 2,5 Minuten. Ja. Ja? Also inklusive Espresso zubereiten, hochheizen, schäumen, eingießen, spülen und so weiter. So, das ist total schön und gut, wenn ihr das zu Hause macht und diesen Prozess auch genießt und ihr seid ja nicht auf der Flucht, sondern ihr wollt in Ruhe Kaffee machen und dafür ist das eine tolle Maschine, eine tolle Begleiterin und sie hat eine coole Funktion, du hast sie gezeigt, aber lasst es uns nochmal betonen, der Boiler ist ja sehr heiß und was sie dann macht, sie gibt automatisch selber da wiederum kaltes Wasser rein, um den dann runter zu holen und das ist jetzt nicht so verbreitet als Funktion. Nein, nicht automatisiert nach dem Schäumen. Also sobald ich eigentlich zurückgehe und sage, fertig, den Dampfboiler wieder runterholen, macht sie das und das ist wirklich cool. Ihr habt dann, wenn ihr, also jetzt haben wir noch ein bisschen gelabert und so, es macht immer Sinn bei einem Einkreise danach, ihr seht das auch, nochmal gut zu spülen. Und sobald, hört ihr oder seht ihr auch den Unterschied sofort, dass es eben nicht mehr dieses Fauchen, dieser extreme Druck ist, der dann auch rauskommt? Jetzt weißt du übrigens auch, warum 1 Liter Tropfschale, ne? Ja, genau. Ja, vor allem auch das Startflasch, da braucht es 10 Sekunden einmal Wasser durchlaufen lassen. Und das würde ich euch wirklich empfehlen, da nochmal Wasser laufen lassen. Wenn ihr jetzt nochmal Espresso brühen möchtet, das wäre jetzt zu heiß gewesen. Also die ist nicht perfekt bei 93 Grad nach 2 Minuten, sondern es ist einfach eine Hilfestellung. Ich hole mich schon mal ein bisschen runter. Was wirklich auch cool ist, vor allem in Kombination mit dieser Maschine, ist der Siebträger. Weil ihr habt einen Siebträger mit einem Silikonaufsatz für 1er und 2er Ausläufe. Und das Silikon braucht halt keine Hitze, um sich zu erwärmen, weil sie den Espresso auch eigentlich nicht abkühlt oder sehr geringfügig abkühlt, als wenn das jetzt kaltes Metall wäre. Und das beschleunigt natürlich nochmal die Aufheizzeit mit dem originalen Siebträger. Wenn wir die Messungen machen, haben wir einen Messsiebträger, der etwas mehr Hitze benötigt im Verhältnis zu dem. Darum würde ich sagen, dass diese Kombination hier wirklich perfekt ist und ihr habt einen bodenlosen mit dabei. Ja, und dennoch habt ihr einen klassischen 58er Siebträger. Ihr könnt also auch, wenn ihr sagt, ja, irgendwie dieses Silikon, und es gibt ja diese Stimmen, das will ich gar nicht an meinem Kaffee haben, dann könnt ihr den auch austauschen. Klassisches Sieb, klassischer Siebträger könnt ihr einfach austauschen. Und wenn wir jetzt beim Zubehör sind, dann ist es auch so, ich finde diese Funktion auch cool mit dem Gummidings. Das ist wirklich gedacht, damit es schnell aufgeheizt wird. Das ist so die Basisfunktion. Gleichzeitig habt ihr weniger Zeugs rumliegen. Also ihr habt dann diese Ausläufe ja, aber ansonsten habt ihr einen Siebträger und das ist der 1er, der 2er und es ist ein bodenloser. Also es ist einfach dadurch ein bodenloser Siebträger mit im Angebot. Und das ist schon smart, ne? Ja. Und ja, der ist allerdings jetzt, würde ich sagen, das ist jetzt kein super schicker Siebträger. Nein, ne? Also, das ist aber wahrscheinlich kann man das ja auch wieder abrollen und dann gibt es da auch Upgrade-Kits. Das heißt, ihr könnt dann da ein Holz drauf drehen und jetzt bin ich gespannt, wie du den gleich rausnimmst. ich mir jetzt auch gerade gedacht. So, du wolltest zeigen, wie der Temper funktioniert, gell? Genau. Dann mach doch mal. Während sich Ben überlegt, wie ich nachher den Siebträgerkopf nochmal rausspannen kann, ohne den Henkel. Dass der Temper, der mit dabei ist, das ist der klassische Profitec ECM, der günstigere der beiden Temper, die sie haben. Die Temperbase ist etwas flach, das ist aber okay, das kann man machen. Die schließt sauber und bündig ab. Ja. Und das ist für dich immer, ich weiß, du brauchst immer Masse und Material, deswegen stand bei dir erst eine ganz fette Maschine, jetzt eine halbfette Maschine und deswegen sind deine Temper auch so schwer wie eine Hantel, aber der tempt genauso gut, weil er sauber abschließt und eigentlich müsstest du mit deinen dicken Fingern das auch eigentlich gut finden, weil da ist dann mehr Platz. Also, es geht nicht ums Gewicht und es geht nicht um Masse. Worum geht's denn? Es geht um Sinnhaftigkeit. Du meinst, damit es schön abschließt? Ja, und dass du es besser fühlen kannst, wenn du gerade tempst. Weil gerade tempen ist 1000-mal wichtiger als welches Gewicht. Und wenn ihr einen extrem flachen Temper habt, dann sinkt ihr mit dem Temper ins Sieb ein während des Tempens und seht und fühlt nicht
optimal, ob ihr gerade seid. Darum ist jetzt ein Beispiel, ein Tempera mit einer dickeren Base viel einfacher gerader zu tempen als mit dem flachen. Ja, also ich finde, man kann das durchaus auch fühlen, wenn es da so ein bisschen reingeht. Aber ich sehe den Punkt, dass es natürlich einfacher ist, auch zu sehen, wenn es eben ist, absolut. Trotzdem ist es, wenn man jetzt schaut, was sonst so an Temper-Kombinationen mitgegeben werden für 1.000 Euro. Okay. Nein, und es ist ein wertiger Temper. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da kannst du nichts gegen sagen. Ja, er ist ein bisschen dünn. Im Lieferumfang ist übrigens auch noch ein Blindsieb, ein größeres Sieb, ein Einersieb, also einmal ein Bürstelchen, so was man gerade so braucht. Aber jetzt nichts wahnsinnig. Da ich heute so am Schrauben bin. Ihr könntet übrigens auch die Base wechseln, ne? So, ihr könntet da auch eine andere Base wahrscheinlich reinschrauben. Ihr könnt aber auch einen anderen Temper kaufen. Vielleicht könntest du deine Temper-Wunschliste mal machen, also was so deine Lieblingstemper sind. Wahrscheinlich sagst du dann immer Kaffeemacher. Ja, ist langweilig. Temper. Deswegen machen wir das nicht. Also, du hast ihn nicht kritisiert, um unseren Temper zu empfehlen. Nein, überhaupt nicht. Nein, ich finde den solide, bin voll bei dir. Ja, ich finde die Temper, die oben, also vor allem für Menschen, die beginnen mit Kaffee machen, die oben so eine Platte haben und dann den inneren Teil nach unten drücken, die auch druckgeführt sind. Da geht es mir nicht darum, dass ihr immer mit 8 Kilo tempt, sondern dass ihr garantiert über 6 seid oder über 5. Und das macht einfach Konstanz. Und es ist wirklich einfach wichtig, dass ihr eine ebene Fläche habt, anstatt wie stark, dass ihr drückt. Sondern einmal solide drücken, einmal gerade drücken und dann ist das ganze Temper-Thema wirklich beendet. Apropos beendet. Was haben wir noch zu besprechen? Preis-Leistung. Ja, Preis-Leistung und dann noch mal kurz eine Einordnung. Die wird jetzt rund 50 Franken eine Liste mehr kosten als das Vorgängermodell. Ersetzt das Vorgängermodell, also hier diese Plus-Version beziehungsweise Go 2.0, irgendwie so, ja. Macht es Sinn? Ja, voll. Also ich finde persönlich, im Moment ist bei den meisten Shops ist die Go 1.0 für 949 Euro drin. Die wird 995 Liste kosten. Vielleicht geht dann ein Online-Shop auch nochmal ein 50er tiefer. Aber ich finde, es sind nicht riesige Updates, die gemacht wurden, aber doch entscheidend und das für ein 50er mehr. Definitiv eine sehr, sehr, sehr solide Maschine. Wir sagen ja gerne Einstiegsmaschine und ich bin bei solchen Geräten dann aber auch der Meinung, auch so hochwertig mit einer soliden Mühle nebendran, dann seid ihr bei einer Mühle, die guten gibt's ja schon um die 300, teilweise darunter, eine Single-Dose-Mühle dazu. Da seid ihr bei 1.300, 1.400 Euro für ein Setting, was ihr aber auch noch in 10 Jahren haben könnt, was absolut leckeren Kaffee macht und was absolut ausreichend ist für einen 2- oder 4-Personen-Haushalt für den Alltagsgebrauch und auch eben in 10 Jahren noch läuft. Ja, und Preis-Leistung wirklich sehr gut. Und ja, vor allem, wenn wir das dann auch vergleichen mit teureren Espresso-Maschinen, die bringen euch nicht viel mehr Funktion. Ja, ihr habt hier den Einkreiserfaktor, ihr habt dieses Umschalten zwischen Schäumen und Espresso machen. Darauf lasst ihr euch ein, wenn ihr einen Einkreiser kauft, aber wenn ihr die Zeit habt, habt ihr damit kein Problem. Und ihr habt eine sehr gute Temperaturkonstanz. Ja. Und nicht zu Unrecht steht das Vorgängermodell bei unserem Röstmeister zu Hause. Also der hat dieses dann übernommen damals nach unserem Test, der ist happy und der macht ja jeden Espresso. Also im Specialty-Bereich, im klassischen Bereich performt die Maschine einfach. Und auch wenn ihr jetzt unser Testprotokoll nochmal anschaut, und das ist ja jetzt wirklich immer super gut und transparent auf der Webseite mit allen Bewertungskategorien und dann mit einem Multiplikator mit den Faktoren, die wir wichtig finden, das könnt ihr für euch natürlich auch nochmal anders rechnen, ist diese Maschine im Gesamtpaket besser als viele Maschinen, die das Doppelte kaufen. Ja. So. Und deswegen ist es eine tolle Maschine. Und ich finde eben auch, es ist ja so, ich verstehe das Argument zu sagen, wir beginnen mit einer sehr günstigen Espressomaschine die Reise in die Welt des Kaffees. Aber das Problem ist eben oft dann, dass die Maschinen kein zuverlässiges Gegenüber sind. Also das heißt, ganz günstige Espressomaschinen, 200, 300, 400, 500 Franken, die haben die Herausforderung, eigentlich brauchen die schon jemanden
als Gegenüber, der super oder die super erfahren Also ist. mega blöd eigentlich. Das ist eigentlich blöd. Ja. Ne? Das ist so ein Paradoxon Ja. eigentlich. Ne? Je besser der Barista, je schlechter kann die Maschine Ja, sein. und Felix sagt, easy, ich nehme eine 150 Franken Maschine und tritt damit gegen eine 5000 Franken Maschine an. Ich habe keine Angst. So, und ich finde, das ist so ein Sweet Spot irgendwo, ne? Mit schon sehr viel Zuverlässigkeit. Trotzdem noch knapp unter 4 Ziffern in dem Preis. Knapp. Das gefällt mir. Ja. Und dann in einem Paket mit einer Mühle für 300, 400 Franken oder Euro ist das einfach ein super starkes Paket. Ich persönlich würde sie jetzt nicht in dem hellen Gelbton wählen. Das würde dir echt gut stehen. Nee, ich finde jetzt ein Blau, fände ich Also sehr ich hätte schön. sonst gibt es noch so einen Pinkton, so pink-orange. Fände ich auch schön, aber so ein Bordeaux finde ich auch sehr schön. Ich weiß gar nicht, was es alles für Farben gibt, aber es gibt sie auch in Schwarz. Aber ich fände es jetzt in Schwarz fast langweilig, weil ich finde, die gab es ja mal in 4, 5 verschiedenen Farben, auch komplett in Edelstahl, Inox und so, das finde ich dann... Nee, aber so ein bisschen Farbe, aber genau. Hast du sie eigentlich in Gelb ausgesucht? Das kann sein. Okay, gut. Ihr Lieben, danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn euch das ganze Video zu ausführlich war, die nächsten Tage kommt noch ein kürzeres. Dann könnt ihr das macht eigentlich keinen Sinn, wenn ihr das lange geschaut habt, nur das kurze zu schauen. Aber vielleicht wollt ihr noch ein bisschen hören, wie Michel das mal zusammenfasst, was die Maschine kann. Danke auf jeden Fall, dass ihr hier zugeschaut habt. Wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen mit dem nächsten Video. Bis dahin, wie immer, trinkt guten Kaffee, tschüss und bis bald. Kette. Fahrradfahrer. Das hast du normalerweise am Bein. Das Fahrrad. Ich habe das überall. Ich hab Der Michel kann heute versuchen, eine Kurzzusammenfassung zu machen. Boah. Ja, okay. Kann ich versuchen. Weil das machen wir jetzt ja immer auf im Kanal. Ja, dann. Da kannst du dich üben. Und Kurz zu Larissa halten. ist ganz kritisch, so was Sprache, Grammatik und alles angeht. Das ist gut. Das ist jetzt ein Trainingslager.